weiß nicht, wo ich hin soll. Ich kenne doch Oliver. Wenn er irgendwas falsch oder als ungerecht empfindet, dann wird er ziemlich schnell wütend. Ich glaube, er wollte mich nur verteidigen. Vielleicht müsst ihr ja noch was nachholen. 20 Jahre Geschwisterliebe in ein paar Wochen. Du spinnst. Ich hatte solche Angst, ich konnte kaum gehen. Gott, du lügst doch! Herr Kopp! Er ist schon viel zu viel bei ihr. Was soll denn das heißen? Meine Güte, dass seine Gefühle für Julia nicht das sind, was du dir so vorstellst. Würdest du bitte etwas konkreter werden? Ich stelle mir Geschwisterliebe eben etwas anders vor. Was willst du damit sagen? Nichts weiter. Henning, ich erwarte eine Erklärung. Ich habe lediglich versucht, meine Eindrücke mitzuteilen. Könntest du die bisschen präzisieren? Es war nichts Bestimmtes. Eindrücke eben. Und darauf begründet sich deine Abneigung gegen Jan? Es ist doch so egal, was ich denke und sage. Du glaubst mir doch sowieso nicht. Warum soll ich mir also die Mühe machen? Würdest du dich dann bitte etwas zurückhalten? Ich habe keine Lust mehr länger, deine unausgegorenen Antipathien anzuhören. Du wirst es schon noch kapieren. Entschuldigen Sie, Jan. Er ist momentan genauso durcheinander wie wir alle. Ja, natürlich. Er meint sicher nur... Ich meine, nach allem, was zwischen Ihnen und Julia vorgefallen ist es natürlich schwer, auch für euch, mit der neuen Situation fertig zu werden. Ich will nur das Beste für Julia. Das können Sie mir glauben. Ich glaube Ihnen das, ja. Möchtest du nichts mehr? Nein, danke. Aber ist doch genug da, nimm ruhig mal. Vielleicht mag sie was anderes. Der Kühlschrank ist voll, Anna. Schau doch mal nach, ob du was für dich findest. Nein, vielen Dank, aber ich habe wirklich keinen Hunger mehr. Ist dir wohl auch ziemlich auf den Magen geschlagen, das alles. Ja, es war halt manchmal ziemlich schwer. Ich weiß nicht, kein richtiges Zuhause, ein scheiß Job und kein Geld. Naja. War es für Florian auch so schwer? Dem ist doch eh alles egal. Bist du deshalb von ihm weg? Ich brauch so einen Freund einfach nicht. Aber vielleicht brauchst du jetzt deine Mutter, Anna. Ich will aber nicht nach Hause zurück. Ja, warum denn nicht? Weil es geht einfach nicht. Du musst jetzt auch keine Entscheidung treffen, Anna. Du bist ja viel zu müde, hm? Am besten legst du dich ein bisschen hin und ruhst dich aus. Ja. Wenn du noch was brauchst, dann sag Bescheid. Nein, vielen Dank, aber ich brauche wirklich nichts mehr. Schlaf schön. Das Mädchen muss doch irgendwas bei sich haben, was uns weiterhilft. Was machst du denn da, Fiona? Ja, irgendeinen Ausweis oder ein Adressbuch. Die Mutter muss doch zu finden sein. Das können wir doch nicht machen. Sie vertraut uns doch. Ja, hast du mal an ihre Mutter gedacht? Ich find's wichtiger, was mit Anna ist. Was stellst du dir vor? Dieses junge Ding muss doch wieder nach Hause zurück. Aber sie muss es wollen. Und nicht wir. Willst du nicht deine Jacke ausziehen? Ach, Susanne. Jetzt hör doch auf, dir die Schuld zu geben. Hm? Ich hätte ihn schützen müssen. Du musstest die Wahrheit sagen. Eine andere Möglichkeit hattest du doch nicht. Ich weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist. Mach aber mal einen Punkt. Oliver hat Fritz Konrad auf dem Gewissen. Und er ist verantwortlich für die Geiselnahme und für die Probleme, die Jan seinetwegen gehabt hat. Das ist die Wahrheit. Und daran gibt's nichts zu rütteln. Aber er ist mein Freund, ich liebe ihn doch. Obwohl er dich so schlecht behandelt. Oliver hat recht.
Ich habe ihn schlecht behandelt. Ich war der einzige Mensch, der noch was tun konnte. Verstehst du? Ich hätte ihm helfen können und ich habe ihn im Stich gelassen. Du hättest nichts ändern können, Susanne. Doch. Wenn ich anders ausgesagt hätte, hätte er vielleicht die 3 Jahre auf Bewährung gekriegt. Was will er denn jetzt noch machen mit seinem Leben, wenn er wieder rauskommt? Mit dem Sport ist es vorbei. Einen Job gibt ihm auch keiner mehr. Und alles wegen mir. Susanne, ich bitte dich. Oliver war doch nur wütend, weil er enttäuscht war. Ja, er war enttäuscht. Von mir. Ich denke auch, das ist das Beste. Schön. Ja. Nein, sie schläft. Sie weiß nichts von meinem Anruf und deshalb... Genau. Gut, Frau Konrad, dann sehen wir uns gleich, ja? Wiedersehen. Ich fass es nicht. Wieso machst du sowas? Bitte, Sophie. Wir hatten doch ausgemacht, dass wir hinter ihrem Rücken nichts unternehmen. Sophie, ich habe mir diesen Schritt gut überlegt. Das Mädchen ist in einer Verfassung, in der sie nicht für sich allein entscheiden kann. Und genau deshalb sollten wir sie zu nichts zwingen. Mein Gott, du hast jahrelang Telefonberatung gemacht. Gerade du solltest das wissen. Jeder Fall ist anders, Sophie. Da gibt es keine starren Regeln. Und ihre Mutter scheint eine sehr vernünftige Frau zu sein. Darum geht es doch gar nicht. Sophie, das Mädchen ist mit den Nerven am Ende. Wo soll sie denn hin in dem Zustand? Genau darüber hätten wir mit ihr reden sollen, bevor du ihre Mutter anrufst. Ich habe bestimmt das Richtige getan. Was hat sie denn gesagt, die Mutter? Ich kann dich beruhigen. Sie hat nicht vor, Anna irgendwelche Vorwürfe zu machen. Sie ist heilfroh, dass sie endlich wiedergefunden hat. Ich hoffe, du hast recht. Aber ich sag ihr besser Bescheid. Nein, nein, lass sie nur schlafen. Die Mutter kommt noch nicht gleich. Na, wie geht's dir heute? Danke, gut. Bekommst du viel Besuch? Och, ich vereinsame nicht. Schön. War Jan auch hier? Klar, er kommt ziemlich oft. Hat er dir auch erzählt, dass ich ihm angeboten habe, mit nach Friedenau zu ziehen? Ja. Und ich habe mich so darüber gefreut. Ich danke dir. Tja, ist schon seltsam, welche Geschichten das Schicksal manchmal spinnt. Was meinst du denn damit? Ich versuche mir vorzustellen, wie ich reagieren würde, wenn ich mich in eine Frau verliebte, die sich dann als meine Schwester entpuppt. Wie geht man damit um? Du meinst Jan und mich? Ja, mich beschäftigt diese Frage schon. Ob sich Gefühle, die sich einstellen zwischen Mann und Frau, ob die sich einfach so abstellen lassen. Und warum beschäftigt dich diese Frage gerade jetzt? Jetzt, wo Jan mit zu uns nach Friedenau kommt, da stellt sich diese Frage doch von allein. Und du möchtest wissen, wie ich damit umgehe? Ja. Henning hat auch seine Bedenken. Ach, Henning. Henning ist einfach nur eifersüchtig auf Jan. Er konnte ihn von Anfang an nicht leiden. Du meinst also, es besteht keinen Grund für irgendwelche Befürchtungen? Ich schätze, Henning weiß, dass du sehr viel hältst von Jan und dass du ihn sehr schätzt. Er fühlt sich bedroht. Papa, bitte. Jan und ich haben beide akzeptiert, dass wir Geschwister sind. Alles andere ist eine Lüge. Klar liebe ich Jan, aber anders als vorher. Als Bruder eben. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich freue mich, dass du mir das so offen gesagt hast. Na, hoffentlich glaubst du es mir dann auch. Ich glaube dir. Und Henning wird es auch einsehen. Haben Sie mich angerufen? Ja, Frau Konrad? Ja. Das ist Sophie Liwinski. Sie hat Anna gefunden und hierher gebracht. Guten Tag. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich so um meine Tochter gekümmert haben. Nicht der Rede wert. Trotzdem, danke. Ist Anna denn schon wach? Ich weiß nicht. Ich kann ja noch mal nach ihr gucken. Ach so. Was ich noch sagen wollte, Frau Konrad. Anna hatte es wirklich nicht leicht in letzter Zeit. Ich habe nicht vor, ihr irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich weiß doch, wer für die ganze Misere verantwortlich ist. Vielleicht ist es auch besser, erst mal ihren Freund aus dem Spiel zu lassen. Denn ich glaube, sie muss erst mal mit sich selbst klarkommen. Das verstehe ich gut. Zu Hause hat sie ja alles, was sie braucht und dann wird es ihr gleich wieder besser gehen. Na, ich werde mal nachher sehen. Anna wird Ihnen eine Menge zu erzählen haben, Frau Konrad. Aber bitte drängen Sie sie nicht. Lassen Sie ihr Zeit. Glauben Sie mir, ich bin auf einiges vorbereitet. Ich hatte ja genug Zeit, mir die schrecklichsten Dinge vorzustellen.
Sie ist weg. Was? Ja, was? Das Bett ist leer, sie ist abgehauen. Ach, ich suche sie. Meter auf einem Grund, der eigentlich 1000%. Wenige Schüler da, die Ferien beginnen. Normalerweise rennen und toben mehr als... Panik, Heinz. Was? Stress. Also allen gewerkschaftlichen Mitteln bis hin zum Arbeitskampf um die Kürzung von Tarifen. Jetzt? Nein, jetzt schon gleich überhaupt gar nicht. Es geht nämlich mit meinem Olaf und Kerl. Und so was du, wenn die Spielschule überhaupt so ein Schlüssel hast. Es geht um Cloud. Zu gewinnen, dann ist natürlich der Dampf raus. Der wird jetzt Iris irgendwie fertig spielen, ob er dann mit einem oder 2 Schlägen Vorsprung gewinnt. Ich habe mir alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Würdest du bitte einen Moment damit aufhören? Was denn? Iris hat mir von dem Urteil erzählt. Susanne, mach doch endlich diese Kiste aus. Ich möchte mit dir reden. Danke. Was ich sagen wollte. Dieses Urteil. Versuch doch einmal, das für dich Positive darin zu sehen. Es macht dich frei. Du kannst dein Leben neu angehen, die Uni, neue Freunde. Mein Gott, in deinem Alter, da steckt dir die ganze Welt noch offen. Hör bitte mit dem Gelaber auf, Paps. Susanne, Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich suche keine neuen Freunde. In deinem Alter steht dir die Welt noch offen. Ja, was denn für eine Welt? Na, was ist denn los? Ich habe wohl wieder das Falsche gesagt, wie immer. Gehen zum Oliver. Ich habe auch schon versucht, mit ihr drüber zu reden, aber das ist ziemlich zwecklos im Moment. Vielleicht ist es am besten, wenn wir vorerst das Thema nicht mehr anschneiden. Hm? Sicher hast du recht. Alle Männer sind gleich, was? Wissen nicht, was Liebe ist. Denken immer nur an das eine. Lassen Sie mich in Ruhe. Genetisch, weißt du? Da kann man nichts machen. Hör mal, Mädchen. Ich verspreche dir, nicht den Himmel auf Erden. Das habe ich noch keiner Frau versprochen. Aber dir verspreche ich... Lassen Sie mich los! Hey, nicht so stürmisch. Scheiß Weiber, alle gleich. Ich mach dir ein Angebot, verstehst du, von Mensch zu Mensch. Aber du hörst mir nicht mal zu. Lassen Sie mich los! Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Angebot. Lassen Sie mich los! Hey, Finger weg, ja? Hey, Geh Mann, einfach langsam, nach Hause. Alter. Ja, hau ab. Scheiß Lesbe. Ab. An. Hey, bist du okay? Ich weiß nicht mehr weiter. Warum bist du überhaupt weggelaufen? Ich habe gehört, wie Fiona meine Mutter angerufen hat. Ich habe versucht, sie daran zu hindern, aber glaub mir, sie hat es nur gemacht, weil sie dachte, es wäre das Beste für dich. Ich will aber nicht nach Hause. Aber wo willst du denn sonst hin? Das verzeiht mir meine Mutter nie. Doch, das muss sie. Deine Mutter wird auch dazu lernen. Niemals. Doch, du musst ihr eine Chance geben und dir auch. Du verstehst ja gar nicht, in was für einer Ich glaube, Lage. ich verstehe ganz gut, in was für einer Situation du bist. Ich war mal in einer ähnlichen Lage, als ich so alt bin wie du. Ich hatte nur noch meinen Vater und ich habe ihm keine Chance gegeben. Und am Ende hat er mich aufgegeben. Und ich möchte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Hörst du? Bitte, du musst es versuchen.
Sollten wir vielleicht nicht doch lieber die Polizei... Nein, das glaube ich nicht. Und warum nicht? Weil es niemandem hilft, wenn man ihre Tochter einfängt wie eine Verbrecherin. Mir ist es egal, wie man sie einfängt. Ich will sie endlich wiederhaben. Ich weiß. Warum haben Sie sie überhaupt laufen lassen? Ach, mein Gott, was ist das für ein Leichtsinn? Ein Mädchen, das wochenlang auf der Straße gelebt hat. Da hätten wir sie einsperren sollen? Offenbar hat sich hier ja keiner gekümmert um sie. Sonst hätten Sie ja irgendetwas gemerkt. Liebe Frau Konrad, ich muss es Ihnen leider so direkt sagen, aber Anna ist vor Ihnen weggelaufen. Nicht vor mir oder Sophie. Es tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Mein Gott, ich hab so Angst um das Mädchen. Das brauchen Sie nicht. Warten Sie ab, was Sophie in Erfahrung bringt. Sie kennt die Stadt sehr gut und weiß, wohin jugendliche Ausreißer oft flüchten. Das seid ihr ja. Anna. Hallo Julia. Bruderherz. Fit siehst du aus. Viel besser als gestern. Ich fühle mich auch gut, danke. Na, dann kannst du ja bald nach Hause. Das will ich hoffen. Krank sein ist auf Dauer ziemlich langweilig. Kann ich mir vorstellen. Julia, ich werde dich in Zukunft nicht mehr so häufig besuchen können. Ich habe mir ziemlich oft freigenommen. War ja auch ganz okay, weißt du, aber... Naja, wir haben ziemlich viel zu tun im Betrieb und da kann ich einfach nicht... Natürlich. Ich habe mich sowieso schon gewundert, wie das geht, dass du dir ständig so problemlos freinimmst. Naja, es war ganz okay, so wie es war, aber jetzt ist es eben so, dass es... Weißt du was? Es ist ja auch nur normal, dass wir beide unser eigenes Leben führen. Henning und ich hängen ja auch nicht ständig aufeinander. Und außerdem freue ich mich auch auf meine Freunde. Tja, dann... Du musst wieder los, ja? Ja, ich wollte nur mal kurz reinschauen, um zu sehen, wie es dir geht. Das ist lieb von dir. Also, mir geht's gut. Ja, dann... Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal schaffe, wieder reinzuschauen. Aber ich bin natürlich da, wenn es um die Transplantation geht. Und Friedenau? Guten Abend, Herr von Anstetten. Hallo, Papa. Guten Abend, ihr beiden. Na, was gibt's Neues? Oh, nicht viel. Nur, dass Jan schon wieder weg muss. Ja, ich muss los. Ich bin ziemlich in Zeitdruck. Na, dann mal los. Also, bis dann. Das hoffe ich. Alles in Ordnung? Ja, ja, klar. Alles in Ordnung. Susanne, gibst du mir bitte mal den Pfeffer? Ach, du Schreck, das habe ich ja völlig vergessen. Wäre schon gut, wenn wir das noch kurz durchgehen könnten. Abend, Susanne. Morgen werden wir es kaum schaffen. Ja, wissen Sie, eigentlich wäre es mir doch lieber, wir verschieben das auf morgen. Morgen früh vielleicht. Bitte. Schön, wie Sie meinen. Guten Abend, Herr Wiegand. Abend, Frau Brandner. Immer noch bei der Arbeit. Nee, aus der Arbeit wird wohl heute Abend nichts mehr. Mir ist die Verabredung mit Alex völlig entfallen. Entschuldigen Sie noch mal. Ach, dann haben Sie den Weg jetzt ganz umsonst gemacht. Tja. Wie ist es? Wollen Sie dann nicht wenigstens mit uns zu Abend essen? Ich weiß nicht recht. Na kommen Sie, ist genug für alle da. Ja? Susanne, denkst du bitte mit für Herrn Wiegand? Ja, mach ich. Guten Abend, Henning. Guten Abend, Christoph. Ich habe mir unsere Szene von heute Morgen noch mal durch den Kopf gehen lassen. Das war keine Szene. Nenn es, wie du es willst. Jedenfalls finde ich die Art und Weise, wie du Menschen manchmal aburteilst, äußerst merkwürdig. Besonders Jan, der deine negative Beurteilung überhaupt nicht verdient hat. Es ging mir dabei auch nicht um eine Beurteilung. Sondern? Um Eindrücke, sonst nichts. Und die trägst du so diplomatisch vor. Christoph, ich hab... Henning, natürlich sind mir diese Eindrücke, wie du es nennst, auch nicht entgangen. Und möglicherweise existieren zwischen Jan und Julia irgendwelche Gefühle, die über reine Geschwisterliebe weit hinausgehen. Mehr habe ich doch auch nicht sagen wollen. Was mich an der ganzen Sache ärgert, ist, dass du den beiden überhaupt keine Chance geben willst. Du bist so kategorisch in deiner Ablehnung. Ich sage nur, was ich sehe. Henning, ich war gerade bei Julia und Jan war auch da. Und ich sage dir, Jan versucht, zu Julia ein Verhältnis herzustellen, wie es unter Geschwistern üblich ist. Aber du solltest ihn dabei unterstützen und nicht dauernd Knüppel zwischen die Beine werfen. Das war nicht meine Absicht.
Bestimmt nicht. Vielleicht gelingt es dir dann auch, Jan gegenüber vorbehaltloser zu sein. Und ich wette, du wirst Eigenschaften an ihm entdecken, an denen du dir ein Beispiel nehmen kannst. Sag mal, was meinst du, wie viele besetzte Häuser gibt's in Düsseldorf? Nicht viele. Ich glaube, das ist ziemlich aus der Mode gekommen. Anna hat mir ja nicht viel erzählt, aber es müsste eigentlich möglich sein, das Haus zu finden, in dem Florian sich aufhält. Falls er überhaupt noch da ist. Trotzdem, ich werde ihn schon finden. Macht die Familienzusammenführung so viel Spaß? Ich will, dass er sich um Anna kümmert. Und seine Eltern werde ich erstmal aus dem Spiel lassen. Du nimmst mir wohl immer noch ein bisschen übel, dass ich Annas Mutter angerufen habe. Ich weiß nicht. Vielleicht war es das Beste für sie, aber ich hoffe nur, dass sie was draus machen. Das hoffe ich auch. Fieber hast du keins. Ich habe aber Schüttelfrost. Wahrscheinlich ist es die Erschöpfung. Anna, du kannst dir vorstellen, dass ich eine Menge Fragen an dich habe. Ich will dich nicht drängen. Du musst mir nichts erzählen, wenn du nicht willst. Es hat auch Zeit bis später. Nicht böse sein. Nein, ich bin dir nicht böse. Ich habe viel zu viel Angst um dich gehabt. Vielleicht könnten wir erst mal versuchen, noch mal so zu leben, wie es war. Hm? Du bist jetzt da und alles wird wieder gut. Warum sich mit der Vergangenheit quälen? Mama? Ja? Ich muss dir doch was sagen. Was denn? Florian... Ach, sei froh, dass du von dem weg bist. Was ist denn? Was wolltest du mir von ihm erzählen? Nichts. Später vielleicht. Möchtest du noch ein bisschen Salat? Danke. Und Sie, Herr Wiegand? Gerne, danke. Ist doch schön, mal so ganz spontan einen Gast zu haben. Ja, finde ich auch. Man muss ja nicht immer alles bis ins Letzte durchplanen. Oder? Natürlich nicht. In anderen Ländern ist sowas gang und gäbe. Auch bei uns gibt's das schon auch. Bisschen mehr Spontaneität könnte keinem von uns schaden. Das denke ich jedes Mal, wenn ich im Ausland bin. Reisen Sie gern? Soweit mich mein Geldbeutel trägt. Wir sollten mal wieder als Familie verreisen. Alle zusammen. Du meinst, wenn Flori zurück ist? Jetzt schon angefangen. Entschuldigung, ich war im Krankenhaus. Willst du nicht erst mal unseren Gast begrüßen? Ach, hallo Alex. Hallo. Wie geht's ihr denn? Naja, ganz gut soweit. Und wie ist es bei euch? Hm? Ach ja, wann kommt Julia denn nun? Heute war doch Urteilsverkündung, richtig? Und? Ja, der kommt in den Knast. Für 3 Jahre, ohne Bewährung. Zufrieden? Das wolltet ihr doch alle.